Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es ganz gut. Heute gibt es das zweite Video an diesem Tag. Ja, es passiert sehr viel beim FCM. Nämlich unter anderem das Alexa Marusic Gerücht. Ob er denn wechselt, ist natürlich die Frage, die wir uns heute stellen werden. Lasst an dieser Stelle gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und damit starten wir direkt rein. So. Sommerneuzugang Alexa Marusic hatte es beim 1. FC Magdeburg nicht leicht. Das ist ganz klar. Ich glaube, das können wir so auch genau festhalten. Unter anderem wegen einem Bänderriss und dann auch jetzt wegen der Verpflichtung von Alexander Alm-Olmström, der natürlich klar als Nummer 2 oder sogar Nummer 1 in die Rückrunde gehen wird, wenn er denn verletzungsfrei bleibt. Er hat sich ja aktuell beim letzten Test gegen Dynamo Kiew leider verletzt. Mal gucken, ich hoffe, es geht ihm soweit ganz gut. Ich habe leider die Verletzung nicht gesehen und ich weiß auch nicht, was er hat ganz genau. Ich glaube, das weiß der FCM auch zum aktuellen Stand noch nicht. Ja. Jedoch gibt es jetzt ein Gerücht, ob er denn zu einem Drittliga-Aufsteiger geht, nämlich Alemannia Aachen. Die wollen den 1,85 Meter großen Mittelstürmer auf jeden Fall haben. Wollen dann eine Leihe erzwingen, kann man sagen, weil sie ja auch einfach die schlechteste Offensive der Liga haben mit nur 18 Toren. Die aber grundsätzlich trotzdem relativ solide hinten dafür stehen und im Endeffekt eine relativ gute Zweitligasaison spielen bisher. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Lohnt sich das denn überhaupt für Alexa Marusic? Die Frage kann man sich auch stellen. Ich würde sogar sagen, jein. Kommt immer darauf an, wenn die Mannschaft gut spielt, kann auch seine Tore machen und dadurch auch sich nochmal steigern. Wenn jedoch die Mannschaft nicht die Tore macht, wird es natürlich eine noch schwierigere Saison für ihn. Und er könnte dann eventuell auch nochmal einen Schritt zurückgehen, anstatt nach vorne. Deswegen, man muss sich dementsprechend den Vorteilen und natürlich auch dementsprechend den Nachteilen sehr bewusst sein über diesen Wechsel und der Leihe. Aber auch Ottmar Schork hat dazu natürlich was gesagt. Dazu kommen wir dann auch gleich noch. So, nämlich Marusic soll laut Bericht bis zum Saisonende an den Tivoli ausgeliehen werden. Alemannia Aachen bezieht zeitgleich im nur wenige Kilometer vom FCM entfernten türkischen Belek im Camp. Also beide sind im Belek, machen da ein bisschen ihren Job. Ich finde allgemein sehr, sehr viel türkische Trainingslager. Die haben da gutes Wetter, das ist wirklich top da, die Lage und so weiter. Also sehr, sehr verständlich an dieser Stelle, um kurz auf das Thema einzugehen. Ja. Gegenüber Magdeburg Blau-Weiß dementierte Ottmar Schork aber ganz klar das Gerücht. Der Stürmer soll beim Club bleiben. Interessante Aussage an dieser Stelle, die wir uns definitiv mal merken können. Denn man wollte ja unbedingt diese 3 Stürmer haben, die Profi-Erfahrung haben. Man hat damit ja eigentlich jetzt 4. 4 sind meiner Meinung nach dann doch schon mal einer zu viel. Man könnte theoretisch Queen ja durchaus wieder die Chance als dritten Stürmer geben. Aber das soll anscheinend aktuell nicht so sein. Und ich würde halt auch mal Marusic durchaus Spielzeit gönnen, wenn er dann ausgeliehen würde. Ähnlich wie ja auch Hoti. Jedoch stand er beim Test gegen Hannover in der Startelf. Aber da hat er natürlich die zweite Mannschaft gespielt, muss man auch ganz klar sagen. Da spielen auch Spieler, die sonst grundsätzlich fast nie spielen. Um das auch mal direkt klarzustellen. Marusic ist erst im Sommer zu uns gekommen für gute 350.000 Euro. Das ist sehr viel Geld eigentlich für den FCM. Ist auch, glaube ich, Top 5 Top-Transfers, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Bis jetzt bekam er aber nur Kurzeinsätze, was natürlich auch der Verletzung geschuldet ist. Also da hat er auch wirklich Pech. Aber ich finde auch die Qualitäten von ihm bis jetzt noch nicht so überzeugend. Zudem hat man ihn aber auch noch nicht lange gesehen. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel labern. Im Test hat er mir gut gefallen, hat ein gutes Spiel gemacht. Und ja, deswegen, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig für ihn in der Rückrunde, sollte er beim FCM bleiben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich da durchsetzen wird. Als dritter Stürmer auf jeden Fall. Als zweiter, dafür muss er sehr viel Leistung bringen. Aber auch das
kann durchaus einmal Marusic hinbekommen. Muss man einfach nur ein bisschen beißen. Lediglich 21 Minuten sammelt der Montenegriner in der Liga. Grund dafür waren ein überragender Martin Kars und ein Benderis, den mehr als 2 Monate außer Gefecht setzte. Und ja, da haben wir natürlich das Problem, 2 Monate sind halt schon ordentlich lange, wenn du dann am Anfang, beziehungsweise relativ am Anfang der Saison dich verletzt, weil du dann natürlich überhaupt nicht das Niveau halten kannst, wie jetzt zum Beispiel Martin Kars, der dazu dann noch fast jede Woche getroffen hat, zumindest die ersten Wochen. Dadurch war dann natürlich ein Marusic direkt abgesägt. Und jetzt hat er natürlich auch nochmal mit Ormström nochmal eine gewisse neue Konkurrenz im Spiel, was ihm natürlich das Ganze nicht viel einfacher macht. Ob der FCM beim plötzlichen Abgang Personal noch einmal nachlegen würde, ist ungewiss. Die Gerüchte um Offensivspieler Zakaria El-Achouri könnten nun allerdings noch einmal Fahrt aufnehmen. Es bleibt spannend im Wintertransferfenster, das noch bis zum 2. Februar geöffnet ist. Ja, das ist ganz klar. Ich kann mir durchaus einen Wechsel dann auch von Zakaria El-Achouri vorstellen, sollte man ihn abgeben. Ich würde grundsätzlich aber auch beim Zakaria sagen, dass man den definitiv nach der Wintertransferphase, also in der Sommertransferphase, verpflichten sollte. Das ist so eine Personalie, die ich sehr, sehr interessant finde und auch sehr, sehr mag, weil die sehr, sehr ähnlich wie ein Moean Kuri und Martin Kars ist. Und ich persönlich mag die beiden Spielertypen unglaublich. Kuri ist ja auch mein Lieblingsspieler. Deswegen würde ich mich da freuen, wenn dann da auch dementsprechend der Transfer eingetütet werden sollte. Dazu könnt ihr auch gerne, so wie immer, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Zum Schluss wollen wir noch ein bisschen auf das Thema eingehen. Wäre der Wechsel gut für ihn? Und da habe ich auch nochmal aus dem Herz rausgeschrieben, klare Nummer 1 bei Aachen. Muss man ja einfach sagen, Kevin Godin könnte da, glaube ich, nicht gegenhauen, meiner Meinung nach. Ich finde Kevin Godin ein bisschen schlechter. Bei FCM ist aktuell nur die Nummer 3, das hatten wir eben schon. Und Ormströms Verletzung käme natürlich dazu, dass er eventuell auch mal Einsatzzeiten bei der ersten bekommt. Aber das ist natürlich nur ein großes Fragezeichen. Ganz wichtig, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Was denkt ihr? Wie viel Spielzeit bekommt Marusic bei uns, wenn er bleibt? Und wie viel bei Aachen, wenn er dahin geht und vielleicht sogar gut spielt? Wer weiß. Lasst an dieser Stelle gerne ein Like und Abo da für das zweite Video an dem heutigen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und Abo da. Das habe ich eben schon gesagt. Und ciao.